I've been dreaming about you. Every night I see you clear as day. It's just something about the way you make me feel. 'Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Wadikap Tuti, Wadikap Tukon. Heute möchte ich euch mal ein kurzes Lebenszeichen von mir geben. Ich möchte euch sagen, warum ich mich die letzten Tage so ein bisschen davon gemacht habe. Was passiert ist, möchte ich euch jetzt ein bisschen erzählen, dass ihr da auch wisst, was los ist. Ich würde sagen, ich wünsche euch mit dem Video auf jeden Fall viel Spaß. Das wird ein kurzes Video geben, einfach ein bisschen Information und ja, würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr das Video anschaut, das Video liked, fleißig kommentiert und für die neuen Zuschauer würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vergesst dann auch nicht die Glocke zu aktivieren, weil so verpasst ihr kein Video von mir. Und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los und ich erzähle euch, was los war die letzte Zeit. I can see you in front of me. All I do is close my eyes, and you're just standing there with your Ja, ich denke, ihr habt gemerkt, dass ich die letzte Zeit relativ wenig dazu gekommen bin, Kommentare zu beantworten, beziehungsweise habt ihr teilweise sehr lange gebraucht. Dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen. Ist ja eigentlich nicht so meine Art. Und klar sind natürlich auch Videos ein paar, die gefehlt haben. Aber der Grund ist einfach der, ich denke, ja, mir geht es da ein bisschen gleich wie dem lieben Olaf von dem YouTube-Kanal Mein Leben in Thailand. Mir geht es da ein bisschen gleich. Ich habe, klar, durch den Regen, der Regen hier hat uns jetzt mittlerweile voll im Griff. Das macht es mir einfach schwer, diverse Arbeiten überhaupt im Garten zu machen. Und macht es mir natürlich auch schwer, irgendwo hinzufahren, irgendwas anzuschauen, euch zu zeigen. Das macht einfach keinen Spaß im Regen. Dann ist natürlich mit dem Regen natürlich auch verbunden das Unkraut, wo wächst. Ich nutze da jede freie Minute, um irgendwo Unkraut zu schneiden. Das könnt ihr euch vorstellen. Oft ist es bei mir so, dass ich denke jetzt, okay, der Regen hat aufgehört, ziehe mich dann an, mache mich fertig, will loslegen und der Regen fängt schon wieder an. Wie zum Beispiel jetzt heute, es hat nachts schon, ich müsste jetzt lügen, aber es war sicherlich 2 Uhr nachts oder 3 Uhr nachts, habe ich es Donnern und Gewittern gehört, dann muss das Ganze losgegangen sein. Das hat jetzt wirklich ohne Pause komplett durchgeregnet, regnet auch jetzt noch. Ihr seht, wir haben jetzt mittlerweile, glaube ich, knapp 10 Uhr, nicht ganz 10 Uhr. Es sieht immer noch aus, als wenn es hier ganz früh am Morgen ist, noch relativ dunkel. Ja, das macht es alles ein bisschen schwer, jetzt bei euch irgendwelchen guten Content bieten zu können. Nichtsdestotrotz möchte ich euch hoffentlich in dem Video, sofern der Regen mal kurz aufhört, noch ein paar Sachen zeigen, die sich hier im Garten getan haben. Aber ja, ich trinke jetzt kurz meinen Kaffee und dann kommen noch ein paar weitere Erklärungen, warum ich mich die letzte Zeit so wenig gemeldet habe. In dem Fall nehme ich jetzt einen Schluck und dann geht es weiter. Unabhängig von dem Regen, der mich da tagtäglich auch ausbremst, was ja grundsätzlich schön ist für die Natur, aber unabhängig von dem Regen hatte ich noch ein paar Sachen, die mir passiert sind. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Das ist alles wieder soweit in Ordnung, gut verheilt alles. In der Zeit, in der Bohn noch hier war, also meine Schwägerin noch hier war, hatte ich kurz bevor ich sie wieder zurück zum Flughafen gefahren habe, habe ich eine Augenentzündung bekommen am rechten Auge. Habe das dann auch kontrollieren lassen. Der Arzt meinte dort, dass das vermutlich aufgrund von Staub durchs Motorradfahren hier, dass sich mein Auge dadurch durch den Staub entzündet hatte. Er hat mir jetzt dann halt geraten, einfach, dass wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, doch einfach
ja, wie so eine Art Schutzbrille tragen soll. Das werde ich jetzt da in Zukunft immer machen. Das ist aber soweit auch alles wieder verheilt, das ist alles wieder in Ordnung. Dann ist mir noch ein anderes Missgeschick passiert, beziehungsweise nicht mir. Jemand meinte, er müsste unsere Autotür zumachen, während meine Hand noch drin war. Somit, weiß nicht, ob man es noch mal sieht, hat immer noch ein paar bleibende Spuren von dem kleinen Missgeschick. Ja, derjenige hat sich tausendmal entschuldigt. Es war halt passiert. Hatte dann dementsprechend 3-4 Tage noch einen dicken Finger. Ja, bin jetzt gespannt, ob der Nagel mir erhalten bleibt. Ich hoffe es zumindest. Und das ist dann noch passiert. Ja, solche Sachen haben mich einfach die letzte Zeit ein bisschen ausgebremst. Dann beschäftigt mich natürlich auch noch das Thema von meiner Verlängerung meiner Aufenthaltsgenehmigung, also der Extension of Stay. Ja, das ist alles ein Thema, was mich auch, sage ich mal, vom Kopf her ein bisschen beschäftigt. Das ist immer so eine Sache. Grundsätzlich denke ich, muss man davor keine Angst haben. Aber ich bin da einfach ein Mensch, ich mache mir da einfach Sorgen. Ich bin hier gerne in Thailand, möchte hier gerne auch noch bleiben. Und von daher beschäftigt mich das Thema natürlich. Ja, läuft da wieder alles so reibungslos ab wie das letzte Mal. Ja, das beschäftigt einem einfach. Und ich denke mal, wenn ich da emotional nicht so da bin, möchte ich euch da nicht gerade unbedingt einen Content bieten, beziehungsweise das macht es mir einfach schwer und das ist einfach auch ein Grund, ja, warum ich da die letzte Zeit kein Video gebracht habe. Meine Frau kommt ja jetzt dann bald, sie wird jetzt, denke ich, dann heute um 10 Uhr circa in Bangkok ankommen. Dann werden wir dann irgendwann in den nächsten Tagen, nächsten Wochen die Verlängerung angehen. Und ja, jetzt mal schauen. Ich denke, ihr könnt es sicherlich ein bisschen verstehen. Das, ja, ich hoffe, das wird jetzt die nächste Zeit doch wieder ein bisschen besser werden. Wie gesagt, auch in diesem Video möchte ich euch ein paar Kleinigkeiten noch zeigen. Aber jetzt habt ihr mal ein paar Erklärungen dazu gehört, warum ich mich die letzte Zeit so wenig gemeldet habe, den ein oder anderen Kommentar relativ spät beantwortet habe. Möchte mich da auf jeden Fall für entschuldigen. Aber wie gesagt, ja, das Private geht mir einfach ein bisschen vor. Und ja, aber ich denke, so wie ich euch kenne, verzeiht er mir das. Und wie gesagt, hatte ich ja anfangs auch gesagt, wer die Glocke aktiviert hat, der wird dann auch kein Video von mir verpassen. Ja, das soll kein Jammervideo sein, möchte ich auf keinen Fall. Wollte euch da einfach ein paar Informationen zukommen lassen, warum das so war die letzte Zeit. Und ich hoffe, das Video langweilt euch deswegen trotzdem nicht. Ich würde sagen, macht dann mal ein bisschen weiter. Hoffe, dass der Regen aufhört und dann kann ich euch vielleicht auch noch ein paar Szenen mit aus dem Garten mit reinnehmen. Und dann habt ihr da auch mal wieder was von unserem Garten hier gesehen. In dem Fall genieße ich jetzt noch meinen Kaffee und schau, was ich euch noch anbieten kann. Just quit my job, stop wasting time, spend my days with you. It's what you do. It's what you do. Wir haben es jetzt kurz vor 12 und es hat jetzt mal eine kurze Zeit aufgehört zu regnen. Jetzt wäre ich fast noch von den Ast erschlagen worden hier. Hat gerade aufgehört zu regnen. Jetzt wollte ich eigentlich euch noch ein bisschen was aus dem Garten zeigen. Merke jetzt aber gerade in der Zeit, wo ich mich angezogen habe, die Kamera geholt habe, fängt es jetzt natürlich schon wieder an zu regnen. Wollte eigentlich auch noch zur Schwägerin rüber, wollte eigentlich ein bisschen Unkraut schneiden. Kann ich jetzt wieder vergessen. In dem Fall werde ich jetzt noch ein bisschen was im Haus denn erledigen. Nichtsdestotrotz, solange es noch nicht so stark regnet, zeige ich euch auf jeden Fall, was ich hier Neues noch habe. Denke, ist für den einen oder anderen vielleicht auch interessant. Ich zeige euch mal kurz, was ich mir noch zugelegt habe. Und zwar habe ich mir hier so Pilze zugelegt, so, ja. Habe dann ein bisschen dafür mein Randgerüst missbraucht.
weil ich so auf die Schnelle, keine andere Lösung gehabt habe, aber funktioniert auch ganz gut. Die Behälter oder die Plastiktüten, sage ich mal, die sind gefüllt natürlich mit den Hormonen, nehme ich mal an, oder mit den Sporen von den Pilzen. Bin gespannt, wie lange ich da jetzt von ernten kann. Das ist eigentlich ein sehr beliebter Pilz hier. Sie sagen, dass der wirklich so eine Art wie ein Steinpilz schmecken soll. Da bin ich jetzt natürlich gespannt. Der Pilz, Sie sagen hier Het Nang Pha. Übersetzt, also der Übersetzer sagt mir Austernpilz. Lass mich da wirklich überraschen, wie der schmeckt. Habe mir auch sagen lassen, den kann man auch ein bisschen anbraten in der Pfanne. Das soll wirklich gut schmecken. Bin da jetzt wirklich gespannt. Bin auch gespannt natürlich, wie lange ich davon sag ich mal, ernten kann. Es ist eigentlich, ich finde es eigentlich sehr günstig für das, was man denn da, sage ich mal, letztendlich rausbekommt. Ich verstehe oft, sage ich mal, die Leute hier nicht, dass sie das nicht selbst machen. Wenn ich jetzt überlege, so eine Tüte, die kostet knapp 14 Baht. Also ja, ich habe mir da 10 Stück bestellt für 139 Baht und bin der Meinung, da kann man nichts sagen. Habe mir auch sagen lassen, die kommen immer wieder und zahlreich und deswegen bin ich jetzt gespannt, was da draus einfach wird. Ja, ich würde sagen, zeige euch noch ein paar andere Sachen kurz im Garten, werde euch aber wahrscheinlich einfach mehr Videosequenzen dazu einblenden. Einfach so das, was es gerade an Neuem hier zu sehen gibt. Falls ihr noch ein bisschen mehr zu den Pilzen wissen wollt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Dann kann ich da noch ein bisschen was beantworten. Das, was ich weiß darüber. Die Pilze, die sind mir angeliefert worden, dann müssen die 7 Tage stehen, erstmal ruhen. Nach dem 7. Tag muss man dann eben den Deckel oben abnehmen und muss die Pilze dann, also ich habe das 2-mal am Tag gemacht, auf der Beschreibung steht drauf, man soll die 2- bis 3-mal am Tag übergießen mit Wasser, also nicht in den, oben in dem Einlass, dort nicht, einfach die Tüten da ein bisschen befeuchten, dass da eine Feuchtigkeit dann herrscht, dann die ganzen Pilze quasi abdecken mit einer dunklen Folie und dann sollten die Pilze einfach von alleine kommen. Bei mir hat das funktioniert, zwar jetzt noch nicht an allen Tüten, aber die Pilze kommen, die sind bei mir innerhalb, nach dem 2. Tag, habe ich schon die ersten kleinen Ansätze gesehen und jetzt mittlerweile werde ich da ein bisschen ernten können. Also wie gesagt, wenn ihr da Fragen dazu habt, dann fragt mich und dann kann ich da was dazu schreiben. Anytime you're beside me, yeah. It's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do to me, making my head spin in circles. And how you move with your body. Ja, neu eingezogen bei uns im Garten ist ein Som-O-Baum, also Pomelo. Den hatte ich damals zusammen mit der Schwägerin auf dem Markt an dem Großbuddha-Tag gekauft. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, ich würde euch das Video oben einblenden. Und der hat jetzt einen Platz gefunden, beziehungsweise meine Schwägerin, die liebe Boon, hat den Standort bestimmt. Und so wie es aussieht, der wächst ganz gut an. Bin zufrieden. Ich zeige euch einfach mal kurz den Som-O-Baum. Das ist also der Som-O-Baum. Der soll wirklich leckere Früchte bekommen. Bin da wirklich gespannt drauf. Platziert haben wir das hier direkt neben unserem Teich. Ja, somit, das ist, was hier neu gepflanzt wurde bei uns im Garten. Ansonsten die Trompetenblumen habe ich euch zwar, werde ich euch eine kleine Sequenz mit einblenden. Durch den Regen halten die Blüten nicht lange. War eigentlich schon zufrieden, dass der ein bisschen Blüten mal wieder hat, aber ja. Ansonsten natürlich die Limetten, da zehre ich immer noch davon. Der Baum ist nach wie vor prall gefüllt. Die Geomangorn,
Also die Drachenfrucht, die Dragon Fruit, die haben wir immer noch auch zahlreich bei uns im Garten. Da werde ich aber euch auch nur kurze Sequenzen von einblenden. Ja. Ansonsten, was es sonst noch gibt, ja, meine Papaya, die kommen jetzt auch so langsam. Da zeige ich euch auch mal schnell. Ich stehe gerade vor der Papaya hier. Seht ihr jetzt, da werde ich jetzt demnächst wahrscheinlich ein bisschen mehr sehen können von den Papaya. Ja, das ist so, was ich so im Groben und Ganzen bei uns hier im Garten an Früchte so ein bisschen getan hat. Ausführlicher gehe ich da vielleicht einfach nochmal in einem extra Video drauf ein. Ich zeige euch noch kurz was bei der Schwägerin, vorausgesetzt die Früchte hängen noch am Baum. Ja, jetzt stehe ich gerade bei der Schwägerin, bei der Bohn in ihrem Garten. Wollte euch da die Früchte auch nicht vorenthalten. Der ein oder andere wird sie sicherlich kennen. Hier werden die Früchte Neuna genannt. Ich habe gelesen, das soll so, also ja, übersetzt ist das wie so ein Puddingapfel oder Zuckerapfel. Schmeckt sehr süßlich innen. Die Frucht hat innen sehr viel Kerne. Aber die Frucht an sich schmeckt wirklich richtig schön süß. Ich würde euch kurz die Früchte auch mal noch kurz zeigen. Da seht ihr jetzt diese Früchte, diese Neuna. Da klaue ich mir auch hin und wieder was aus ihrem Garten. Die schmecken wirklich gut. Ist zwar immer gefährlich mit meinen Zähnen, aber weil die ziemlich harte Kerne oder Steine innen drin haben. Aber schmecken tun die auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. It's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do to me, making my head spin in circles. Ja, da es jetzt schon wieder ordentlich anfängt zu regnen, werde ich mich jetzt dann doch wieder ins Haus begeben. Werde dann noch ein bisschen das Haus aufräumen, so ein paar Kleinigkeiten noch erledigen und werde einfach die Zeit nutzen. Solange es regnet, muss ich halt im Haus ein bisschen was machen. Muss schauen, inwiefern ich oder wann ich nachher noch schnell zu meinen Tieren wieder raus kann. Ja, ich möchte an der Stelle auf jeden Fall das Video, würde ich sagen, hier beenden. Wollte euch da einfach eine kurze Information zukommen lassen, was bei mir so die letzte Zeit auch wieder passiert ist, warum es lange so unregelmäßig Videos gab oder warum die Kommentare so spät beantwortet wurden. Ich möchte mich da, wie gesagt, auf dem Weg auch nochmal dafür entschuldigen. Ja, ihr wisst, das ist eigentlich nicht mein Stil, aber ja. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, dass euch dieses kurze Update von mir und vom Garten ein bisschen gefallen hat. Ich denke, dass sicherlich die nächste Zeit wieder ein Video von mir kommen wird. Wartet aber nicht, sage ich mal, ja, zu sehr drauf. Ich muss schauen, wie das Wetter hier auch mitspielt, was ich machen kann. Dann kommt natürlich auch bald meine Frau. Ja, seid mir da also auf jeden Fall nicht böse. Wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann werdet ihr, denke ich, sowieso jedes Mal sehen, wenn von mir ein neues Video kommt. Ich sage auf jeden Fall jetzt, bleibt gesund da draußen, passt auf euch auf. Ich versuche es in dem Fall auch, gelingt mir nicht immer, habt ihr ja gesehen. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag und sagt Tschüss, euer René aus Thailand. Bis zum nächsten Mal.